So, ja, ich grüße euch. Cooles Thema. Jeden Tag sehe ich Patienten hier in der Praxis, wie Symptome entstehen, Krankheiten entstehen, weil Autophagie nicht funktioniert und kann man gleichsetzen mit Straßenreinigung der Zellen. Und wenn diese Reinigung, was vor allem im Tiefschlaf nachts nicht funktioniert, dann ist es wie wenn der Müllabfuhr nicht funktioniert und unser Fokus, kognitive Wahrnehmung, Gedächtnis leidet. Auch unsere Wahrnehmung könnte das ein Thema heute in der Politik sein, die fehlende Wahrnehmung. Also ich denke, um die Politik zu ändern, müsste man eigentlich die Autophagie ankurbeln. Und deswegen komme ich zu euch mit praktischen Möglichkeiten, wie kann ich mehr Spermidin zu mir aufnehmen in der Nahrung. Was hat sich bewährt? Was sind die besten Spermidinquellen? Auch das Thema, wie kann ich mein Mikrobiom beleben, damit meine Darmbakterien auch Spermidin bilden. Also gesunde, glückliche Darmbakterien sind auch in der Lage, Spermidin zu bilden. Wichtige Voraussetzung ist, dass sie gut genährt werden. Also hier denke ich an löslichen Ballaststoffe wie Leinsamen, Chiasamen, geschälte Hanfsamen, auch Walnüsse, aber auch in Gemüsesorten wie Brokkoli und auch in Wildkräutern. Die liefern Omega-3-Fettsäuren wie ALA und die Darmbakterien können auch dieses wichtige Spermidin bilden. Eine andere wichtige Voraussetzung, damit das Mikrobiom Spermidin bilden kann, sind Mineralien, Spurenelemente. Und zwar wichtige Mineralien, die auch für unser Haarwachstum wichtig sind, damit wir nicht grau werden, wie Zink, Mangan, Kupfer, Eisen aber auch wahrscheinlich 20, 30 andere Spurenelemente. Und ich habe das erlebt bei Patienten, die in den letzten 20 Jahren regelmäßig 1 oder 2 Esslöffel eines Konzentrat, die angereichert ist mit organischen Spurenelementen aus einem pflanzlichen Substrat, was aus den USA kommt. Und ich denke, diese Spurenelemente als wichtige Bausteine auch für das Mikrobiom, für die Darmbakterien, wichtig ist, damit diese anderen Verbindungen wie Spermidin, aber auch Butyrat, und auch wahrscheinlich wirklich hunderte von Verbindungen gebildet werden, die wichtig für unsere Gesundheit sind, weil wir möchten nicht in diese Geschwindigkeit altern wie unsere Eltern oder Großeltern. Und wir haben die Möglichkeiten heute, wir haben die wissenschaftliche, die Studien, auch ich forsche weiter, das ist ein wichtiges Thema, dieses Nicht-Altern und gute Lebensspanne, gute Lebensqualität bis ins hohe Alter. Und was sind die spermidinreiche Lebensmittel? Nummer 1 sind Weizenkeime. Und das war schon als ich war 1500 Meter Läufer in High School in Oregon in den USA. Ich war einer der schnellsten Läufer im ganzen Land. Und mein Geheimnis waren Weizenkeime. Das waren getoastete Weizenkeime. Und ich habe hier ein Bioprodukt. Das kann man in alle Bioläden müssen es haben. Das sind Bio-Weizenkeime, ein halbes Kilo. Preis kostet um die 11 Euro. Und damit mische ich das mit Aktiv-Hefe. Ich glaube, ich habe schon ein Video gedreht, wie man das mischen kann. Und so sieht dieses Sauerteig, wir lassen es fermentieren, 4-5 Tage mit Hilfe dieser Backhefe. Und dann haben wir die gute Voraussetzung, um
eben diese Crackers zu machen. Das sind so Crackerstücke, die übrig geblieben sind von einem Seminar in Zürich letztes Wochenende. Aber die kann ich über meinen Salat streuen. Und ja, warum sind die Weizenkeime so wichtig? Die haben die höchste Konzentration an Spermidin, nämlich 24 Milligramm Spermidin pro 100 Gramm. Also so viel esse ich nicht, aber ich komme bestimmt durch diese Crackers, ich komme wahrscheinlich auf 10 Milligramm jeden Tag über die Weizenkeime. Und dann kommt noch an zweiter Platz Tempeh. Viele kennen vielleicht Tempeh nicht, Tofu ist eher geläufig, aber es gibt Tempeh, das sind fermentierte Sojabohnen. Und es gibt eine coole Firma irgendwo im Allgäu, die machen ungefähr 8 oder 10 verschiedene Arten von Tempeh. Eine heißt Barbecue und eine ist auch mit Wildkräuter gemischt, also mit zum Beispiel mit Brennnesseln. Also wirklich kann ich nur empfehlen im Bioladen. Ich habe es bei Dance gekauft. Aber interessant, ich habe das jetzt circa einmal im Monat gehe ich zu Aldi. Und was sehe ich da in Aldi? Die bieten Bio-Tempeh an und auch Bio-Tofu. Und das finde ich interessant, weil Aldi setzt auf Trends und der Trend ist Tempeh, also pflanzenbasiert. Das ist der beste Burgerersatz. Ich esse das eben mit meinen Spermidin-Crackers. Und dann habe ich eine doppelte Dosis Spermidin, weil mit 69 muss man was tun für die kognitive Wahrnehmung. Ich will nicht in so eine Art altes Starrsinn enden mit 70 oder mit 80 oder 90. Und ja, ich kann Tempeh wirklich empfehlen. Es gibt wirklich coole Möglichkeiten, das lecker herzurichten. Man kann es auch warm, ich mache es meistens warm in einem Heißluftfritteuse, ohne Öl, einfach warm machen und mit Senf und eben diese Crackers. Also denk an Tempeh, das ist eben diese exzellente Quelle für Spermidin. An dritter Stelle würde ich sagen, die Pilze. Und Sie müssen jetzt nicht Berge von Pilze essen, aber ich finde, für mich Nummer 1 unter allen Pilzen sind Außenpilze. Die sind für mich wirklich Nummer 1 und da haben wir auch ungefähr, da kommen wir auf vielleicht 3 Gramm Spermidin pro 100 Gramm. Aber die Pilze sind auch so interessant, selbst wenn Sie nur ein Champignon am Tag essen, ich glaube, Sie können Ihr Krebsrisiko um ca. 40% reduzieren. Und wegen einem Champignon am Tag, das ist, ja, ich finde das einen guten Deal. Und was haben wir noch? Reifer Käse, also Käse, was ein paar Jahre gereift ist auch ein Spender von Spermidin, aber bei weitem nicht so gut wie Tempeh. Da sind wir bei 3 Milligramm und Tempeh ist fast bei 10 Milligramm. Das sind natürlich Welten dazwischen. Und dann gibt es auch Natto, das sind diese fermentierten japanischen Sojabohnen, um das Blut flüssig zu halten. Das ist so eine Art pflanzliches Antikoagulationsmittel, Blutverdünnungsmittel. Nicht Natto und Kürbiskerne Miso ist auch japanisch. Also da haben wir einige interessante Mittel. Und ja, ich dachte, ich würde das eben mit den Haaren erwähnen, weil jetzt vor ein paar Tagen kam wirklich tatsächlich eine Frau zu mir und sie war wirklich in exzellenter Gesundheit. Und es ging nur um, oh mein Gott, wie verhindere ich das Grauwerden? Und sie war nicht so alt. Und da habe ich natürlich Spermidin erwähnt, weil ich kenne die Studien. Die hatten Studien mit Ratten durchgeführt und diese Ratten hatten kahle Stellen und siehe da, mit Hilfe von Spermidin in der Nahrung
diese kahle Stellen wurden wieder behaart. Und ja, eine Fazit auch von einer Studie, das war bei Menschen durchgeführt, nicht bei Ratten. Das war eine Kontrollgruppe und eine Studiengruppe, und die Gruppe, die Spermidin bekommen haben, ich glaube, es war nicht so viel, es war vielleicht 10 Milligramm am Tag. Und was haben die gesehen? Nach 3 Monaten waren ihre quasi die Haare, also man nennt das Haarzwiebeln, also quasi die Follikeln, wo das Wachstum losgeht, entspringt, diese Haarfollikeln waren 50% aktiver. Und die Kontrollgruppe, bei denen waren die Haarfollikeln 20% geschwächt. Das heißt, es klafft ein Unterschied zwischen 70% innerhalb von 3 Monaten und bei einer relativ geringen Menge von Spermidin. Das heißt, auch die Haare können profitieren. Und auch was Spermidin macht, sorgt dafür, dass Melanin, das ist das Farbstoff für die Haare, gebildet wird. Und wenn Spermidin ausgeht, das begünstigt Grauwerden. Das heißt, wir müssen was tun für Spermidin. Und da gibt es Studien, und da haben wir noch eine zusätzliche Methode, was zu tun für unsere Haare. Ich weiß, es ist ein Anliegen bei vielen von euch. Und nicht jeder möchte die Haare färben jeden Monat. Und ich habe andere Frauen begleitet, die eine ist 73, 74 und die auch sich mit Ernährung gut unterwegs ist und auch dafür sorgt, gut mineralisiert zu sein mit eben diese organischen Mikromineralien. Und auch, ja, das ist wirklich cool, das zu sehen, dass es möglich ist. Und ja, übrigens, wir bieten einen Kurs jetzt an. Da vor einem Jahr oder 2 Jahre, fast 2 Jahre, kam ein Gesundheitsverein aus Österreich. Das sind 4 schlaue Ladies auf mich zu, ob ich da irgendwie mit denen eine Art Gesundheitscoach, also Thema gesunde Vitalkost, Ernährung und andere Methoden, wie man die Gesundheit optimieren kann. Und ich habe zugesagt, und 2 Jahre später, diesen Kurs kann man bestellen, und es ist wirklich ich wünschte, ich hätte dieses Wissen vor 40 Jahren oder vor 45 Jahren, als ich noch im Medizinstudium war. Ich bin jetzt seit 41 Jahren bin ich Arzt, und ich hatte einfach nicht dieses Wissensschatz gehabt, und sie haben eine Möglichkeit, und es ist günstig verglichen mit anderen Kursen, die ich kenne, die mindestens 4, 5 Mal so viel Geld verlangen für ihr Wissenspaket. Und es gibt online Begleitung auch von mir. Ich denke, das ist eine gute Sache, und ich stehe dahinter, und ich werde das immer mit neuen Erkenntnissen werden in diesen Kurs hineinfließen. Und das Ziel ist einfach, eine Community aufzubauen von Gleichgesinnten, wo Gesundheit ein wichtiges Thema ist, aber auch Gesundheitsspanne und auch Langlebigkeit, das sind natürlich Themen. Und vielleicht treffen wir uns da, ich würde mich freuen. Sie können, glaube ich, einen Link unten sehen und sich informieren nach dem Video. So, jetzt machen wir hier weiter. Also Spermidin ist nicht nur wichtig, um das Gehirn durchzuputzen, sondern es ist auch, ich habe so eine Theorie, dass es ist möglich, Konflikte zu lösen. Weil ich hatte einen Patienten, der kam vor 2 Jahren
zu mir. Er hatte einige wirklich traumatische Kindheit, Vater abgehauen, Mutter allein erziehen, Mutter war überfordert und es gab einige Konflikte. Also ich bin eine Art Konfliktspezialist geworden. Ich bin jetzt seit 45 Jahren mit Einzelmittel Homöopathie unterwegs. Ich gehe immer, gucke, welche Konflikte vorhanden sind und wie diese Konflikte auch Krankheiten auslösen kann. Meine Vorgehensweise ist eben auch homöopathische Konstitutionsmittel auszusuchen, um diese Konflikte zu beheben. Aber dieser Patient, ich hatte ihn ein bisschen aus dem Auge verloren. Ich hatte ihn, ich glaube, 2,5 Jahre nicht gesehen. Er kam und siehe da, die Konflikte waren gar nicht mehr vorhanden. Es ging ihm gut und er hat ein paar wirklich kleine Symptome, aber es ging ihm wirklich hervorragend. Und also es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, ich denke, es war nicht nur die Homöopathie, was hier eine Rolle gespielt hat, sondern auch, er war wirklich, er und seine Frau waren wirklich auch mit dieser Vitalkosternährung unterwegs. Und ich denke, mit Autophagie hat er einfach aufgeräumt, weil laut Studien ist es möglich, DNA-Schäden zu beheben und auch die DNA-Struktur wieder zu optimieren und auch Protein, also Eiweiß, Aggregate heißt das, also wenn Eiweiß verklumpt, es gibt eine toxische Eiweißbildung, wir sehen das bei Alzheimer-Demenz, das ist Beta-Amyloid und das ist so wie Kaugummi. Und wenn Sie dieses Beta-Amyloid, dieses Kaugummi in den Gehirnzellen haben, dann fangen Sie an, Probleme mit dem Gedächtnis, kognitive Wahrnehmung und Sie sind nicht mehr messerscharf. Und siehe da, Spermidin kann hier helfen. Und coole Studien. Warum ist es nicht bekannt? Wir haben natürlich darüber im Medizinstudium nichts gelernt und es ist einfach kein Thema. Aber ich bin mit diesen Studien unterwegs und das als homöopathischer Arzt, weil ich werde immer vorgeworfen, ich würde nicht wissenschaftlich handeln, aber ich lese mehr Studien als die meisten Kollegen von mir. Aber ja, Spermidin kann dafür sorgen, dass unser Gehirn, unser Nervensystem geschützt ist. Und ja, das ist eine coole Sache, denn wir wollen nicht unter Altersstasien enden. Ja, es ist ein wichtiges Thema. Und um überhaupt glücklich zu sein, einfach regelmäßig dein Gehirn aufräumen. Und da kann Spermidin sehr hilfreich sein. Gleichzeitig auch Telomere sind diese Chromosomen, Endstücke. Und die, wenn sie kleiner werden, also jedes Jahr ein bisschen ein Stück kleiner, dann altern wir. Aber wir wollen diese Verkleinerung der Telomere, die Endstücke der Chromosomen, wir wollen das stoppen, damit es nicht kleiner werden. Wir wollen einfach nicht diese Geschwindigkeit, diese Alterungsgeschwindigkeit zulassen. Deswegen müssen wir was tun, um die Telomere zu sagen, stopp, du darfst dich nicht abbauen, du musst bleiben so wie du bist. Oder wir wollen sogar die Telomere, die Endstücke an den Chromosomen verlängern. Und das kann Spermidin. Und weil das ist die Voraussetzung, gesunde Telomere, die nicht kleiner werden, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Lebensspanne und ein langes Leben. Und nebenbei, wir können auch die Leber schützen. Wir wollen kein Fettleber, wir wollen keine Bindegewebsverwandlung der Leber zulassen, keine Leberzirrhose. Und wir wollen auch die Gefäße, das Entzündungsniveau senken, selbst wenn das Cholesterin zu hoch ist.
Wenn das Entzündungsniveau niedrig ist, dann haben wir viel weniger Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das ist heute alles, was ich mit euch mitteilen wollte. Also spannende Themen und und ich freue mich auf Ihre Kommentare und bis bald, bis zum nächsten Mal.